Seit Millionen von Jahren gibt es Spinnen auf der Erde. Und doch gehören sie zu den Tieren, von denen wir bislang verhältnismäßig wenig wissen. Dabei ist ihr Gift extrem spannend für die Medizinforschung. Spinnen zählen bei vielen nicht unbedingt zu den Lieblingstieren, ganz im Gegensatz zu Tim Lüdecke vom Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie IME in Gießen, der eine wahre Leidenschaft für die Vierbeiner entwickelt hat. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, dass es jemals so war, dass ich mich nicht für exotische Krabbeltiere und unsere einheimischen Arten interessiert habe. Schon als kleines Kind habe ich im Prinzip meine Freizeit damit verbracht, in Hecken und im Wald nach Spinnen und Insekten zu suchen. Und vor allem die giftigen Vertreter waren die mich immer am meisten interessiert haben. Ob man Spinnen nun mag oder nicht, fest steht, Spinnen können Menschenleben retten. Das Gift der Spinne ist für die Forschung hochinteressant. Bis zu 3000 Komponenten kann das Gift einer einzigen Spinne enthalten. Aus den Bestandteilen lassen sich vielversprechende Wirkstoffkandidaten für die Behandlung von Krankheiten entwickeln. Das Potenzial von Spinnengift für Forschung und Medizin ist gewaltig. Denn Spinnentoxine wirken primär aufs zentrale Nervensystem und das tun sie mit einer ungeahnten Selektivität und auch Potenz. Das heißt, Spinnengifte sind eine unglaublich starke Grundlage, um daraus Medikamente zu entwickeln, die eben Krankheiten des zentralen Nervensystems befallen. Vor diesem Hintergrund ist es wahrscheinlich, dass wir Wirkstoffe finden, die in irgendeiner Weise mit dem Nervensystem interagieren und so auch Nervenerkrankungen heilen könnten. Was man dann findet, weiß man aber nicht, bloß wir können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, indem man also eine breite Screening-Kette aufbaut. Wir screenen also in Richtung Sepsis, ob es antibiotisch wirksam ist, ob da Komponenten drin sind, die gegen Krebszellen aktiv sind, auch im Schmerzbereich. Also das ist breit aufgestellt und dann hofft man eben, dass eine dieser Komponenten in dem Segment eine spezifische Wirkung entfaltet. Aber Spinnen sind nicht gleich Spinnen. Je nach Art und Größe ist es unterschiedlich schwer, an die Gifte der Tiere heranzukommen. Bei großen Spinnen ist die Giftgewinnung überhaupt kein Problem. Das Tier wird mit CO2 ein wenig betäubt, am Vorderkörper gegriffen und man lässt es durch eine Membran beißen und durch kleine Elektroschocks stimuliert man die Muskeln an den Giftdrüsen und das Gift wird freigesetzt und wir können es einfach aufnehmen. Und darauf aufbauend wird das Gift dann eben über chromatographische Methoden im Labor aufgetrennt und die einzelnen Komponenten werden dann mechanistisch und strukturell einfach weiter untersucht. Weltweit gibt es 50.000 bekannte Spinnenarten. Das Forscherteam des Fraunhofer IME und der Justus-Liebig-Universität Gießen legt den Fokus auf die einheimische Wespenspinne, eine für die Forschung besonders interessante Art. Das Gift der Wespenspinne ist deswegen für uns besonders aufschlussreich gewesen, weil wir von ihm sehr viel lernen konnten. Denn es bricht mit einigen Paradigmen, die in der Literatur so zu finden sind. Im Gegensatz zum Gift anderer Spinnen besteht das Gift der Wespenspinne nämlich nicht nur aus sehr, sehr kleinen Peptiden, sondern ist sehr reich auch an eben großen Komponenten, was äußerst ungewöhnlich ist. Zeitgleich ist es aber auch so, dass wir eine Reihe vollkommen unbekannter Toxinklassen finden konnten, die eine strukturelle Ähnlichkeit mit Neuropeptiden aus Insekten aufweisen und von denen wir uns versprechen, dass sie auch aufs zentrale Nervensystem wirken könnten. Die meisten Spinnen in Mitteleuropa sind maximal 2 cm groß. Ihre minimale Giftmenge reichte bisher für Forschungsarbeiten nicht aus. Das Team um Tim Lüdecke hat aber eine Lösung gefunden und die heißt Vervielfältigung. Anstatt also das Gift zu gewinnen, entnehmen wir diesen Tieren die Giftdrüsen und sequenzieren das Transkriptom und schauen uns die eben in der Giftdrüse aktivierten Gene an und leiten dann bioinformatisch aus diesen Sequenzdaten die Giftkomposition ab, identifizieren die Komponenten, die besonders spannend sind und nutzen die Gensequenz, um sie in Bakterien einzubauen und dann durch Bakterien die Komponenten im Labor produzieren zu lassen. Bis wir Medikamente auf Spinnengiftbasis in der Apotheke kaufen können, wird es noch einige Jahre, vielleicht Jahrzehnte dauern. Denn Medikamentenentwicklung ist langwierig und teuer. Trotzdem sind die Forschenden optimistisch, dass sie bereits jetzt an der Medizin von übermorgen arbeiten. Wir sind davon überzeugt, dass da ganz tolle Wirkstoffe drinstecken. Die Frage ist so, wie wir sie gezielt erfinden oder auffinden können und aufspüren können und wie wir daraus dann ein wertvolles Medikament machen können. Das sind die Forschungen und die Fragen, denen wir uns widmen. Wir haben uns bis jetzt ja erst einen kleinen Bruchteil aller Spinnenarten hinsichtlich des Giftes überhaupt angeschaut. Wenn wir uns vor Augen führen, wie viele sehr vielversprechende Vertreter wir trotz dessen schon finden konnten, bin ich persönlich sehr, sehr optimistisch, dass wir in naher Zukunft weitere sehr stark wirksame Kandidaten finden werden, dass diese es auch eben auf den Markt schaffen werden.